Konzentration, die ich mitbringe. Und jetzt geht das weiter. Macht ein Herz, weil jetzt wird es musikalisch. Ich möchte nochmal die Liebe spielen für das Team. Wo ist euer Herz? Berlin. Das sind Bilder, es geht um die ganze Welt. Meine Familie in Ghana, alle schauen zu. Wo ist euer Herz? Unglaublich, was für traumhafte Bilder. Sie haben sich bereits öffentlich empört, doch die ganze Welt wird gestoppt. Millionen von Menschen zutiefst geschockt. Wo sind die Argumente für diesen Lockdown? Die Erklärungen bisher reichen wohl kaum. Südkorea und Schweden machen es vor. Ganz sagen sie nicht schlechter, doch wir schreien nur im Chor. Impfung ist unsere einzige Chance. Lockdown, alternativlos, keineswegs. Es geht wie immer ums Geld. Es geht um neue Gesetze und um eine neue Welt. Doch halt, ich bin für Demokratie, für Selbstbestimmungsrechte und für Autonomie über den Körper. Ich bin für Meinungsvielfalt, für Redefreiheit und gegen Gewalt. Und wir zusammen sind das Volk. Und wir zusammen sind stark. Und wir sind mündig und klug. Wir wehren uns gegen jede Form von Betrug. Seid ihr da? Unsere Heimat. Ich will eine Freiheit. In einer Demokratie sollst du die Meinung sagen. Unsere Heimat. Und die Stunde. Es ist die Zeit und die Zeit. Auf die Demokratie beweist. Wir stehen heute hier mit offenem Herzen, verbunden in der Liebe. Und wir wollen diese Gelegenheit nutzen und der Welt, die auf uns zieht, zeigen, dass ab sofort wir selbst unsere Zukunft in die Hand nehmen und gestalten werden. Dies ist eine Zukunft der Liebe, der Freiheit, der Wahrheit und des Friedens. Lasst uns ein Zeichen setzen. Wir machen das jetzt auf Englisch, dass es die ganze Welt versteht. Schreit es raus in die Welt. We are love. We are love. We are love. We are love. Gib mir euer Liebeszeichen. Sagt die Herzen. We are love. 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 Vielen, vielen Dank. Janin Devi André Maris. Oh, das ist eine richtig gute Energie, so muss das sein.
in der letzten Woche auch gebraucht. Und das ist auch das, wo wir uns alle gegenseitig anstecken mit dieser Power. Ich bleibe übrigens auch ein paar Tage hier. Zelt ist schon aufgebaut, deswegen kann ich es nur empfehlen, bleibt da. Es wird auf jeden Fall, denke ich, eine spannende Zeit. So, Uniformen. Menschenuniformen sind wichtig, die brauchen wir. Auch heute haben wir diesen Schutz. Deswegen schon mal vorab, egal ob Polizei, Bundeswehr und alle anderen Uniformen, die wir haben. Ich möchte jetzt, wie es gewohnt ist, einen riesen Applaus haben für Menschen in Uniform, die vor uns an der Seite stehen. Hier sind sie. Bisschen lauter. Berlin, wo seid ihr? Komm nicht davor. Das geht noch lauter. Berlin. Da kommt noch mehr. Wo sind eure Hände? Das ist die Liebe für Menschen in Uniform. So gehört sich das. Dankeschön. Wir haben noch Wasser gegen eine kleine Spende abzugeben. Kommt zu uns, wenn ihr Durst habt. Das ist erste Klasse Mathematik, nicht mehr und nicht weniger. 5. Klasse Sozialkunde bedeutet, wenn der Mittelstand zerstört wird, muss man seine aufgekauft werden in Deutschland. Ich denke, diese Zeit ist heute gegangen. Und den Satz, den ich heute sagen möchte, zu sehr schön und wir haben gerne, dass diese Kaffeeschirurgie steht auf der Brust. Ich glaube, dass diese Kaffeeschirurgie auch etwas, auf das wir alle stolz sein können. Was haben wir denn? Die Menschheitsfamilie ist jetzt erweckt, weil sie erkennt, dass nur die Liebe ihre Fesseln sprengt. Und ist existent, Menschen selbst, so verliert die Pyramide ihre Existenz. Das kann ja wohl nicht sein. Ich sage, wir bleiben so lange hier in der Stadt, bis wir tatsächlich eine neue Verfassung ausgearbeitet haben, die wirklich auf den historischen Stand gebracht ist. Das heißt, demokratischer, liberaler und sozialer. Und damit senden wir ein Zeichen in die ganze Welt, dass die Bundesrepublik nicht mehr, wie diese Statue hier, für Krieg und Verbrechen steht, sondern für die Menschenrechte und für ein soziales und demokratisches Miteinander. Ihr steht heute hier, weil ihr nicht mehr wollt, dass euch jemand sagt, wie ihr zu leben und zu denken habt. Und wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Wir haben hier ideale Voraussetzungen geschaffen. Es gibt mehr als 60 Lkw-Bühnen, auf denen wir den Debattenraum öffnen und frei von Vorurteilen diskutiert und gesprochen werden darf. Das Querdenken Camp ist für 14 Tage angemeldet. Und auf der Hauptbühne wird es dann immer wieder eine Zusammenfassung der Ergebnisse geben. Und der Ralf wird später mehr dazu sagen, wie Träume in juristische Formulierungen beflügelt werden können. Und ich rufe hiermit die Polizei auf, unsere verfassungsgebende Versammlung zu schützen.
at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5.000 Nazis zu reden. And tomorrow, they're going to report that yes, I was here and I spoke to maybe 3,000 to 5,000 Nazis. Und morgen werden sie genau das berichten, dass ich zu etwa 83 bis 5.000 Nazis geredet haben werde. But I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Mitte schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. I see people who love democracy. Ich sehe Menschen, die Demokratie lieben. People who want open government. Menschen, die eine offene Regierung wollen. People who want leaders that are not going to lie to them. Menschen, die viele Anführer haben wollen, von denen sie nicht belogen werden. People who are not leaders who will not make up arbitrary rules and regulations to orchestrate obedience of the population. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut, um unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. We want health officials who don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry, who are working for us and not Big Pharma. Wir wollen Anführer, die keine Verbindungen mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten und nicht für die Pharmalobby. We want officials who care about our children's health and not about pharmaceutical profits or government control. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharmalobby und ihren eigenen Profit. I look at this crowd, I see all the flags of Europe. I see people of every color. I see people from every nation, every religion, all caring about human dignity, about children's health, about political freedom. This is the opposite of Nazism. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben, von allen Religionen. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind, wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Governments love pandemics. Regierungen lieben Pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Weil es sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. Create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Now I'll tell you something. It's a mystery to me. At all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades. Planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. They seem to be making it up as they go along. They're inventing numbers. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They have to change the definition of COVID on the death certificates
constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Die denken sich alles nur aus, sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir die Zahlen sehen, bekommen wir einfach nur in die Angst. 75 years ago, Hermann Goering testified at the Nuremberg trials. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in a communist regime. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. Hermann Göring hat am Ende des Krieges gesagt, es hat nichts mit Nazitum zu tun, dass man die Menschen, er wurde gefragt, warum haben die Menschen das gemacht in Deutschland? Er hat gesagt, es hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus machen, in Monarchien machen, in Demokratien machen. Es ist die menschliche Natur. Wir müssen die Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns. Almost 50 years ago, my uncle John Kennedy came to this city. Vor 50 Jahren kam John F. Kennedy hier nach Berlin. He came here to Berlin because Berlin was the front line against global totalitarianism. Er kam nach Berlin, denn das war die Front gegen den Totalitarismus. And today again, Berlin is the front line against global totalitarianism. Und es ist heute ganz genauso. Berlin ist die Front gegen Totalitarismus. My uncle came here. He proudly said to the people of Germany, "Ich bin ein Berliner." Und er hat stolz gesagt. All of us who are here today can proudly say once again, ich bin ein Berliner. Und wir alle heute können stolz sagen, ich bin ein Berliner.